Situation 1. Erstes Treffen. Entschuldigung, ist dieser Platz frei? Ja, bitte. Dankeschön. Gern. Kommen Sie oft hierher? Manchmal. Es ist ruhig hier. Ja, das mag ich auch. Arbeiten Sie hier in der Nähe? Ja, ich arbeite in einem Büro 2 Straßen weiter. Ach so. Und Sie? Ich studiere noch. Was studieren Sie? Grafikdesign. Klingt interessant. Ja, ich mag kreative Arbeit. Ich bin Leonard übrigens. Ich heiße Helena. Freut mich, Helena. Mich auch. Darf ich fragen, was Sie trinken? Einen Cappuccino. Gute Wahl. Und Sie? Einen schwarzen Kaffee. Sehr klassisch. Ja, ich bin einfach. Einfach ist manchmal gut. Das stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Finde ich auch. Situation 2. Zufälliges Wiedersehen. Leonard? Helena. Das ist ja Zufall. Wirklich? Was machen Sie hier? Ich gehe am Wochenende gern spazieren. Ich auch. Der Park ist heute schön. Ja, das Wetter ist perfekt. Sind Sie allein hier? Ja, ich wollte etwas Ruhe. Verstehe ich gut. Und Sie? Ich wollte den Kopf frei bekommen. Hatten Sie eine stressige Woche? Ja, ein bisschen. Das tut mir leid. Danke. Möchten Sie ein Stück mit mir gehen? Gern, wenn es Sie nicht stört. Nein, überhaupt nicht. Schön. Haben Sie Geschwister? Ja, eine jüngere Schwester. Oh, ich bin Einzelkind. Das ist auch schön. Manchmal ja, manchmal nein. Verstehe. Sie wirken ruhig. Viele sagen das. Ich mag ruhige Menschen. Das freut mich. Es war schön, Sie wiederzusehen. Das finde ich auch. Situation 3. Das erste Date. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke für die Einladung. Hoffentlich gefällt Ihnen das Essen hier.
Ja, ich mag kleine Restaurants. Ich auch. Sie sind gemütlich. Genau. Sind Sie nervös? Ein bisschen. Ich auch, ehrlich gesagt. Das ist beruhigend. Haben Sie heute viel gemacht? Ich hatte Uni und dann habe ich gelernt. Klingt nach einem langen Tag. Ja, aber jetzt ist es schön. Das freut mich. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ich lese gern und höre Musik. Welche Musik? Ruhige Musik. Jazz manchmal. Das passt zu Ihnen. Wirklich? Ja, finde ich. Und Sie? Ich zeichne gern. Würde ich gern einmal sehen. Vielleicht irgendwann. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Es ist schön, mit Ihnen zu reden. Das finde ich auch. Situation 4. Alltagsgespräch. Du siehst heute müde aus. Ja, ein langer Arbeitstag. Hast du viele Meetings gehabt? Zu viele. Das glaube ich. Und du? Wie war dein Tag? Viel Arbeit an einem Projekt. Was für ein Projekt? Ein Plakat für eine Ausstellung. Klingt spannend. Es ist interessant, aber auch anstrengend. Arbeitest du gern allein oder im Team? Lieber allein. Und du? Ich auch. Das überrascht mich nicht. Warum? Du wirkst konzentriert. Vielleicht. Trinkst du etwas? Ja, einen Tee. Gute Idee. Kaffee ist heute zu viel. Kenn ich. Es ist angenehm, einfach so zu reden. Ja, ohne Stress. Genau. Ich mag diese Ruhe. Ich auch. Situation 5. Ein kleines Missverständnis. Entschuldige, dass ich spät schreibe. Kein Problem. Ich habe deine Nachricht gesehen. Aber du hast lange nicht geantwortet. Ja, es tut mir leid. Warst du beschäftigt? Sehr. Und auch ein bisschen müde. Ach so. Bist du böse? Nein, nur ich habe mich gefragt. Das verstehe ich. Ich wollte dich nicht stören. Du störst mich nicht. Wirklich? Wirklich. Okay. Manchmal brauche ich Zeit für mich. Das kenne ich auch. Gut, dass du das sagst. Ich lerne noch offen zu sein. Ich auch. Schön, dass wir darüber reden können. Ja, das ist wichtig. Dann ist alles gut.
Situation 6. Abendspaziergang zusammen. Für mich auch. Hast du Lust auf einen kurzen Spaziergang? Ja, gern. Nur ein bisschen frische Luft. Das tut gut nach einem langen Tag. Absolut. Es ist ruhig heute Abend. Ja, fast leer. Magst du Stille? Ja. Und du? Früher nicht. Jetzt schon mehr. Warum hat sich das geändert? Ich habe gelernt, allein zu sein. Das ist nicht leicht. Nein, aber wichtig. Da stimme ich zu. Denkst du viel nach? Zu viel vielleicht. Das sieht man manchmal. Stört dich das? Nein, ich finde es ehrlich. Danke. Ich fühle mich hier wohl. Ich auch. Lass uns langsam gehen. Kein Problem. Es gibt keine Eile. Genau. Situation 7. Temporärer Abstand. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, die letzten Wochen waren voll. Bei mir auch. Uni und Nebenjob. Das klingt anstrengend. Es ist okay. Und bei dir? Viel Arbeit im Büro. Du klingst müde. Ein bisschen. Vermisst du unsere Gespräche? Ja, manchmal. Ich auch. Aber ich wollte dich nicht stören. Du störst mich nicht. Gut zu wissen. Manchmal denke ich an unsere Spaziergänge. Ich auch. Es war ruhig. Und ehrlich. Vielleicht sollten wir uns bald wieder treffen. Ja, wenn du willst, Ich will. dann lass es uns planen. Langsam. Natürlich. Situation 8. Ein Hauch von Eifersucht. Ich habe dich gestern gesehen. Wirklich? Wo denn? In der Stadt. Ah, Du warst nicht allein. nein, das war eine Kollegin. Ach so. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Du wirkst anders heute. Vielleicht bin ich nur müde. Sicher? Ja, Okay. gehst du oft mit ihr raus? Nein, selten. Verstehe. Warum fragst du? Nur so. Du kannst ehrlich sein. Ich weiß. Ich mag unsere Gespräche. Ich auch. Und ich möchte, dass es offen bleibt. Das ist gut. Dann ist alles in Ordnung? Ja, jetzt schon. Situation 9. Ein tieferes Gespräch. Darf ich dir etwas Persönliches sagen? Ja?
Ich fühle mich wohl bei dir. Wirklich? Ja, ich bin ruhig mit dir. Das geht mir ähnlich. Aber ich habe Angst, Dinge zu schnell zu machen. Ich auch. Ich brauche Zeit. Ich auch. Es ist gut, dass wir das teilen. Ja, ohne Druck. Genau. Ich mag es, wie es jetzt ist. Ich auch. Nicht kompliziert. Nicht leer. Einfach ehrlich. Danke, dass du das sagst. Danke, dass du zuhörst. Dann lassen wir es langsam wachsen. Ja, Schritt für Schritt. Ohne Eile. Ohne Angst. Situation 10. Ein kleiner Streit. Du hast gestern nicht geantwortet. Ich weiß. Ich habe dir 2 Nachrichten geschrieben. Es tut mir leid. Warum sagst du nichts? Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Schweigen ist auch eine Antwort. Ich wollte dich nicht verletzen. Aber ich habe mich schlecht gefühlt. Das war nicht meine Absicht. Manchmal fühle ich mich ausgeschlossen. Das wollte ich nie. Dann sag bitte etwas. Ich lerne das noch. Ich auch. Ich brauche manchmal Zeit zum Denken. Und ich brauche manchmal ein Zeichen. Das verstehe ich jetzt. Ich bin nicht wütend. Nur enttäuscht? Ein bisschen. Danke, dass du ehrlich bist. Danke, dass du zuhörst. Ich möchte es besser machen. Ich auch.